Eingefahren 2024 und eingefallen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind eigentlich. So, Mr. Tenere. Ob man sich in Höhe der Brust was brechen kann. Ja, hat leider nicht geklappt. Es sieht so aus, als würden wir in Urlaub fahren, wenn man sich das Auto hinten im Kofferraum mal so anguckt. Vor allem mit diesem geilen Koffer hier. Ja, echt. Die Meer mit so einem Leberwurstbrot oder was der Typ da ist. Und dabei fahren wir eigentlich gerade nur eben zu den Motorrädern in die Halle und wollen diese Saison eröffnen, 2024. Und es ist so viel Neues dabei an Material. Wir müssen uns gerade irgendwie nochmal komplett neu sortieren. Ihr seht hier die Jacken, Innenteile von dem neuen Motorradanzug von Touratech Rambler. Genauso wie einen neuen Helm. Ja, und so kommt es nun also zu diesem Video. Es ist so wunderschön, Natur pur. Die Wiesen sind grün. Und ich habe übrigens hier eine neue Konstruktion am Helm. Da, wie gesagt, neuer Helm. Ich dachte mal, ich probiere das mal hier mit so einem neuen Halterungsteil, was man hier mit so Bändern quasi an jeden Helm befestigen kann. Und auch ein neues Soundsystem an der GoPro, ein Media Mod, so nennt sich das. Kostet so, ich weiß nicht, was habe ich bezahlt? 85 Euro. Ja, ich hoffe, dass damit der Ton halt deutlich besser wird. Man kann sich damit auch quasi ein externes Mikro an die GoPro machen und dann in den Helm verlegen. Das probiere ich heute mal testen, wie der Sound so ist. Genau, das steht heute mal an. Die ersten Kilometer 2024 fahren und wobei, ich meine, einmal bin ich schon gefahren. Bist du auch schon gefahren? Nee, noch gar nicht, ne? Nee, ich bin noch gar nicht gefahren. Schande über uns. Schande über dein Haupt. Passionierte Motorradfahrer. Ja, genau. Heute ist Sonntag. Ich bin einfach ungeschminkt, weil ich gedacht habe, Leute, ich habe gar keine Lust, mich zu schminken. Und es sieht sicherlich ein bisschen komisch aus, werden wahrscheinlich einige sagen, die mich so gar nicht kennen. Aber ich finde, das kann auch mal sein. Pure Natürlichkeit. Das ist nun mal die Realität. Ja, genau. Und ja, leider zieht sich ein bisschen zu. Vorhin war noch blauer Himmel, jetzt sind schon Wolken da. Aber das hindert uns nicht, die Saison zu eröffnen. Der Kilometerstand beträgt 171.200 Kilometer. Das allerdings nur auf dem Tacho. Denn die Tachoschnecke war ja 10.000 Kilometer mindestens im Orsch. Und deswegen kann man noch mal so 10.000 draufrechnen. Also beginne ich die Saison mit 180.000 Kilometern Laufleistung auf der Afrika Twin. Und wir hatten ein paar weniger drauf. So, jetzt müsste man mich sehen. Also ja, ein furchtbarer Winkel da unten mit der Kamera. Das gefällt mir überhaupt nicht. Siehst du das? Richtig scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus, ne? Kannst du das vorne schon sehen? Du siehst aus wie so eine dicke 45-jährige russische Mutter. Leute, das lassen wir auf gar keinen Fall so. Ja? Mindestens. Oh je, ich sehe ganz alt aus. Fertig gemacht. Wie heißt das? Bleni oder so? Bleni? Perimeni, Mante, habe ich alles gemacht. Ja gut, Leute, dann drehe ich die Kamera jetzt gleich mal um. Ich wollte mal einmal testen, ich habe hier oben dieses Plüschmikro drauf. Ich teste das jetzt bis zur Tankstelle mal eben so und dann kommt das Externe dran und ich drehe die Kamera um, damit ihr mich hier nicht noch länger ertragen müsst. Wo geht das lang? Da lang. Los geht's. Ja, gleich machen wir erstmal Luft auf die Reifen. So, ich fahre jetzt ungefähr 30. Ich weiß nicht, wie man mich versteht. Schauen wir mal. Andersrum gedreht wäre die Kamera zwar auch ganz gut vom Blickwinkel, allerdings habt ihr dann meine halbe Scheibe mit drauf. Ja, das ist noch nicht so optimal. Es ist immer was Besonderes, wenn man neue Dinge ausprobiert. Sich erstmal selber hier im Spiegel angucken. Oh ja, das geht. Boah, ich muss unbedingt das noch alles anders machen hier. Was? Also da ist jetzt der Stiefel über die Hose und hier habe ich es jetzt mal andersrum gemacht. Weil das ist irgendwie gerade so ein bisschen unbeweglich. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet.
Hose rein oder raus. Vorteil finde ich ist, dass die Hose unten nicht so dreckig wird. Nachteil ist ganz klar, der Regen läuft in den Stiefel rein. Der hat zwar hier nochmal so eine Abdichtung, aber klar, tendenziell ist die Gefahr gegeben, dass das Wasser reinläuft. Ja, ich werde jetzt mal rausholen die Hose. Ich bin sonst immer mit Hose im Stiefel gefahren. So, jetzt habe ich hier an die Kamera außen ein Mikrofon gemacht, ein Kabel gelegt. Das Mikro habe ich hier reingesteckt. Ja, mal schauen, wie der Ton jetzt so ist. Auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal hier diese Weste an. Ist auch cool. Viele Leute haben geschrieben, Caro, ich mache mal die Kamera an, mal gucken, wie dann der Ton jetzt so im Stehen ist. Genau, dann haben viele Leute geschrieben, Caro, pass auf, wenn du da irgendwelche festen Sachen reinmachst und du fällst da drauf, brichst du dir die Rippen. Habt ihr voll recht. Ich ziehe das jetzt mal so hoch, dass es auf Höhe der Brust ist. Da kann ich mir ja eigentlich nichts brechen, oder? Glaub nicht. Ja, ob man sich in Höhe der Brust was brechen kann. Ja, klar. Kann man? Ja, die Rippen sind auch oberhalb der... Okay. Geht ja bis oben weiter, ne? Ja. Das ist allgemein ist das nicht gut, wenn man das so macht, ne? Also, das stimmt schon. Man soll ja auch, wenn man jetzt... Aber man könnte es umdrehen, auf dem Rücken das Ding tragen. Nee, ich wollte gerade sagen, man soll ja auch, wenn man einen Rucksack hat, keine Glasflasche da drin haben. Wenn du auf den Rücken fällst, dann haut dir das da rein. Julian fährt schon unser neues Navi. Wir haben uns nämlich auch ein neues Navi besorgt von Garmin. Das Sumo. Also die Handschuhe sind doch echt groß. Man muss sich echt an alles gewöhnen. Gerade Leder ist halt erstmal super steif. Was eine Action, Leute. Bis man mal loskommt hier. Das ist oh je, der halbe Sonntag ist schon vorbei, bis wir mal losgekommen sind. Oh, kennt ihr das auch? Schreibt das mal in die Kommis. So, E10 einbinden, das normale. Jetzt mal gucken, wie das Mikro gleich bei der Fahrt so funktioniert. So, ich fahre jetzt 70 km/h mit offenem Visier. Was hat er? Habe ich kein Licht an? Jo, ich habe kein Licht an. Dankeschön. Wie man hier hört, hört man wenig. Ich hatte einfach nicht das richtige externe Mikro eingesteckt, sodass der Ton für die Tonne war. Also melde ich mich einige Tage später nochmal. Saisonstart 2.0. Wir mussten den ersten Saisonstart abbrechen, weil das mit den Kameras überhaupt nicht funktioniert hat. Der Ton über das Media-Mod hat gar nicht funktioniert. Ich habe jetzt was Neues gemacht. Ich hatte ja erst versucht, damit zu arbeiten, was man sich quasi unten an den Helm dran klipst. War eine Alternative, die ich mir gut vorgestellt hatte, war dann aber in der Praxis echt super locker und überhaupt gar nicht gut. Deswegen weg damit. Der Helm soll jetzt auch wieder mit dieser Kamera vorne am Schirm ausgestattet werden. Diesmal aber machen wir es ein bisschen professioneller. Wir haben die Kamerahalterung mit Sikaflex hier vorne am Schirm ja, festgeklebt, kann man so sagen, glaube ich. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und damit der Ton während der Fahrt auch besser ist, habe ich jetzt hier quasi einmal so ein Rode Mikro verlegt am Helm mit Gaffertape, so dass der dann ja jetzt da entlang läuft und dann in den Helm rein. Das Ganze ja sieht dann so aus. Hier unter dem Kinnschutz quasi klebt jetzt das Mikro, dieser schwarze kleine Pommel, den ihr da seht. Und der läuft dann quasi, das Kabel hier habe ich den unter dem Gummischutz an der Seite. Ja, da macht man noch irgendeinen schönen Aufkleber drauf. Und dann, ja, quasi hier hinter dem Sonnenschutz läuft das dann bis nach vorne in die Kamera, in das Media Mod hinein. Jetzt kann man es quasi hier einmal komplett so, supi. Genau, das Mikro habe ich schon mal einmal gehabt und habe es mir jetzt einfach nochmal geholt, eben damit ich das jetzt hier an die Helmkamera machen kann. Im alten Helm war das ja alles provisorisch auf der Fähre nach Marokko mit dieser eigentlich Handgelenkhalterung. Hier ums Handgelenk habe ich das ja normalerweise immer gemacht. Habe ich auch in der Infobox verlinkt, von Amazon bestellt und schon ein paar Mal gebraucht. Wir haben das hier mit Schnürsenkeln dann irgendwie noch befestigt. Also ja, das geht auf jeden Fall auch, aber das geht eben noch ein bisschen besser. Der Aventuro Carbon Pro, den ich beim ersten Saisonstart quasi dabei hatte, der passte nicht so ganz auf meine Kopfform. Die ist wohl gemacht für den Aventuro Carbon 2 Plus. Den fahre ich jetzt. Da weiß ich ja, ich hatte vorher den Carbon 2. Der hat perfekt gepasst, die ersten 5 Motorradjahre, die ich
verbracht habe, da hatte ich diesen Helm. Und jetzt ist quasi das mein zweiter. Los geht's. Neues Navi. Wollt ihr euch das mal einmal angucken? Ich habe das noch gar nicht benutzt. Heute auch das erste Mal an meinem Motorrad dran. Julian hat es montiert. So, das ist jetzt quasi der Sound mit geschlossenem Visier. Ich hoffe, man sieht mich gut. Ich sehe mich gerade nämlich selber gar nicht im Kameradisplay vorne. Ist auch okay. Ich fahre ja auch Motorrad. Und ich bin sehr gespannt, mir nachher die Aufnahmen anzugucken, wie der Sound ist. Wie gesagt, das Mikro liegt jetzt hier unter meinem Kinnschutz. Das ist echt ungewohnt mit so einem neuen Navi vorne, was einen super schönen großen Display hat. Großes Display? Das Display, ja. Mit der Kamera da oben so, die ist ein bisschen höher als vorher. Ja, ich glaube, das ist echt nice, Freunde. Sehr, sehr nice. Ich zeige euch mal kurz den Blick nach vorne. To the city streets, we began to feel the fire. Die Einstellungen, die ich bei den Kameras immer so habe, dazu kann ich euch ja auch mal ein bisschen was sagen. Auflösungen sind immer 1080 und 60. Man kann hier sicherlich noch höhere Auflösungen wählen, so wie 4K, 2,7K. Das erfordert allerdings auch ganz anderen Speicherplatz. Ich habe den Hypersmooth im Boost-Modus. Das heißt, dass die richtig gut stabilisiert, also die maximale Videostabilisierung. Das sind so meine groben Einstellungen. Boah, ich bin so gespannt, wie krass jetzt wohl der Sound sein wird, weil es ist echt windig. Wir fahren jetzt hier 100 km/h. Das ist jetzt der Test, wie gut die Kamera, das Mikro, den Wind raushält. Ich kann sonst auch nochmal einen anderen Aufsatz auf das Mikro machen. So ein Windpuschel. Das wäre mal noch eine Option. Also das ist auf jeden Fall der Blick aufs Navi. Sehr geil. Schön groß. Yes. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Jetzt hier ja quasi so ein Random-Video, wo ich euch so ein bisschen zeige, mit welchem Material ich in die neue Saison starte. Gerade wenn sich dann so viel geändert hat, finde ich, kann man da mal einmal ein Video zu machen. Viele Leute fragen ja auch immer wieder und es ist für mich einfacher, dann ein Video zu machen, wo ich das alles einmal kurz zeige, dann wisst ihr Bescheid, kann ich da einfach mit drauf verlinken. Ein Nachteil bei dem Mediamod ist allerdings, dass man den An- und Ausknopf für die GoPro nicht so leicht findet. Ich bin jetzt hier gerade schon mehrfach am Drücken, ehe das mal funktioniert. Ach, das ist auch die falsche Seite. Super, ey. Na toll. Ja. Und es ist ein bisschen nervig, dass man mit dem Kabel so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da nicht verheddert. Leute, ich sag's euch, Motorradblogger sein, es gibt Leichteres. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Habe noch so eine Schutzfolie drauf gemacht, damit, wenn das irgendwie hinfällt oder da irgendwie Steine drauf knallen beim Offroad-Fahren, das nicht ganz so empfindlich ist von dem Bildschirm her. Allerdings kann ich euch gleich mal sagen, das Bläschen frei hinzubekommen ist echt, weiß ich nicht, ob es machbar ist, aber dann ist es wirklich eine Herausforderung auf jeden Fall. Das ist bei uns beiden, wir haben ja beide die gleichen Navis jetzt, hat leider nicht geklappt, das faltenfrei hinzukriegen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps. Hallo Kids. Völlig irritiert. Ach du meine Güte, Schafe. Voll die ganze Herde voll. Was übrigens auch, warte, ich drehe euch mal eben hier zu mir. Was übrigens auch bei der Kombi cool ist, wenn man die unten zusammenklipst mit dem Reißverschluss, dann ist es deutlich angenehmer. Also es kommt keine Luft mehr so unten drunter durchgeflogen und das garantiert auf jeden Fall warme Hüften, Nieren, whatever. Meine Omi wird sich freuen. Ja. So, Mr. Tenere. Wir haben übrigens überlegt, ob wir die Tenere Thomas nennen sollen. Sagt mal ein paar coole Namen für eine Tenere. Thomas? Thomas die Tenere. Ist doch irgendwie geil, oder? Wo lang eigentlich? Keine Ahnung. So, wir sind hier unterwegs im schönen Münsterland. Schöppingen.
Kann man sich ja mal anschauen hier. Ich bin eigentlich überhaupt nicht die Tourenfahrerin, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also so mal auf einen Sonntag irgendwie durchs Münsterland finde ich jetzt nicht so reizvoll. Mich lockt einfach auch die Ferne. Dieses Wissen, du fährst jetzt da einfach mal so 5000 Kilometer in die weite Welt hinaus. Geil. Das finde ich geil. Es geht mal einen kleinen, netten Waldweg hier durchs Grüne. Yes. Nice, nice, nice. Schön. Ein bisschen alles einsauen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal den Ted Holland fahren sollen. Das könnte man vielleicht auch noch mal machen. Auch wie schön. Ui, nicht ins Gras. Guckt euch das hier mal an. Schön. Solche Strecken liebe ich ja sehr. Und Leute, der Helm ist so angenehm und die Kombi. Ich fahre gerade super entspannt. Es ist einfach ein Träumchen. Und die Handschuhe, die halten echt gut warm. Es ist halt jetzt Ende März und ich habe meine Griffheizung aus. Die ist normalerweise sonst immer an. Und ich friere nicht. Und sie sollen, uppala, Leerlauf, sie sollen laut Angaben auch wasserfest sein. So wie ich mich kenne, wartet hier jetzt gleich irgendwo ein Hund auf uns. Aber nein. Glück gehabt, weil dafür riecht es nach Gülle. Schön. Yes. Ist das hier irgendwo in Horstmar? Hübsch. Guck mal hier da hinten die Kirche. Oh, idyllisch. Idyllisch. Das Münsterland hat auch so seine schönen Ecken, ne? Also für Motorradfahrer meine ich jetzt. Klar ist das Münsterland schön. Ich bin auf dem Hof falsch abgebogen. Wir hätten auf dem Hof da rein in den Wald reingemusst. Ach, passt schon. Sollen wir nochmal umdrehen, weil dann kann man da so durch den Busch fahren irgendwo. Ist auch egal, oder? Ja, ist egal. Heieiei. So, das ist jetzt das Ganze übrigens mit offenem Visier. Ich weiß nicht. Mach das doch mal lieber wieder zu. Doch noch mal woanders abgebogen und es sieht so aus hier. Schön matschelig. Schön matschelig. Ja, ja. Es ist übrigens das Osterwochenende. Frohe Ostern, Leute. Nachträglich. Wahrscheinlich kommt das eh viel später raus, das Video. Wie ich das jetzt hier gleich sehe, wird der Anzug hier gerade schon so richtig schön eingematscht. Ja, so soll das doch sein. Gut. Hui. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind eigentlich. Ich weiß nur, dass es extrem matschelig ist. Oh, schön, oder? Guck mal hier, die Bäume. Wir sind sehr vorsichtig, sehr langsam. Es ist ein Waldweg, der ja auch wohl wirtschaftlich genutzt wird. Das heißt, wir sind auch jetzt nicht mit 50, 60 lauten, heulenden Motoren hier durchgeballert. Das finde ich immer ganz wichtig. Wir wollen die Tiere der Natur nicht verschrecken. Wir wollen einfach die Natur genießen. Und deswegen verhalten wir uns dann auch dementsprechend nett zu ihr. Oh. Ja. Boah, ja, seine Maschine da vorne, die slidet ordentlich. Slidey. Ist da los? Geht's nicht weiter oder was? Scheiße. Okay, ja, das war dann auch mal wieder typisch. Ich mache das Moped mal aus. Ich denke, ciao Julian, ich heb dann mal meine Maschine auf. Okay, upsala. Der Anzug ist dann wohl eingefahren. Kein Problem. Ja, das hat mich da hier doch mal glatt gerissen. Die rollt hier so doof weg. Queenilein, du wirst auch nicht erleichtern. Ja. Externe Strom war so aus. Oh Mann. Ja, schön.
Boah, ich muss mal das hier aufmachen. Mann, ist das heiß. Oh. Leute. Ja. Das gehört irgendwie auch dazu, ne? So ein kleiner Hinfaller. Die Handschuhe sind auf jeden Fall jetzt auch gut eingeweicht. Alles gut, Schatz, alles gut. Eieiei. Guti. Puh. Es ist echt krass, wie übel anstrengend das ist, so ein Motorrad aufzuheben. Eieiei, rutschig, rutschig, rutschig. Ei. Ah ja, schön. So, er rennt vor mir weg, richtig so. Wer nicht mithilft beim Aufheben, wird direkt überfahren. Ja, da habe ich mal kurz gelegen, ne? Ist umgekippt? Ja, ich bin umgefallen. Ja, da hinten. Aber so, alles gut? Ist alles supi. Ich habe die aufgehoben und dann bin ich wieder weitergefahren. Oh nein. Alles gut. Kennst du den Weg hier? Ja, man kommt da gleich raus und kommt hinter. Ja. Das ist schlitterig, ne? Ist übelst schlitterig, ey. Ja, und überleg mal, das in Holland, Ja. da war das, was nicht schlitterig war, so wie das, was hier schlitterig Ja. war, richtig matschig. Ich sag ja, du bist voll der Pro mit durch dein Dingens fahren, Trial fahren. Das wird sauber. Also wirklich. Ist alles supi, alles gut. Oh Mann, und dann dachte ich so, nein, die kommen nicht so. Haben mich gerannt. Weißt du, wie das ist, in solchen Stiefeln zu rennen? Ja, nicht geil, oder? Klamotten, oh. Ja, ich sehe auf jeden Fall jetzt ziemlich eingesaut aus. Oh nein. Wir haben wieder Gras am Start hier. Wobei denn? Weil das so in der Matsche. Ich bin halt zur Seite so weggerutscht in der Matsche. Musst du hier auch, ich selber, ich fühle mich auch gerade so das erste Mal jetzt dieses Jahr. Das ist so krass, ne? Unsicher und so. Das ist so War das verrückt. in Marokko war das jetzt 20 Mal. Ja, aber das ist einfach, weil du es nicht mehr gewohnt bist. Ja. Und eigentlich musst du hier viel, viel schneller durchfahren. Ja, ja. Stabil ist so. Das ist echt, wenn du es lange nicht gemacht hast. Ich habe jetzt auch ein halbes Jahr bin ich gar nicht Motorrad gefahren, ne? Ja, Ah, krass, ey. Okay, komm weiter. das ist gleich vorbei. Oh Mann. Eingefahren 2024 und eingefallen. Dann Mento. Ich fahre mal vorne. Wahrscheinlich, wenn sich noch mal einer mault, dann bin ich das. Und dann sieht er das wenigstens. Ich meine, ich habe kein Problem, mein Motorrad aufzuheben. Das kann man ja mal machen. Kennt man ja schon. Ja, hier solche Sachen, ne? Weiß nicht, aber wenn man zu schnell ist dann wiederum, kann es halt auch sein, dass du dich dann in so einer Kurve voll maulst. Ach so, hier war es. Ja, natürlich, das ist doch klar. Diese Strecke der Offroad-Action ging insgesamt wahrscheinlich nur 2 Meter. Genau auf den 2 Metern habe ich mich gemault. Ja, du, kaum die erste Fahrt mit dem Anzug hinter mir und schon sieht man, wo ich gefahren bin. Bei dir sind auch die ersten Spritze auf die neuen Stiefel draufgekommen. Aber das ist ja noch alles sauber. Sauber! Jo Leute, das war der Saisonstart 2024 und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Alles Material ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es halt auf der Seite von Touratech. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle auch super in dieses Jahr gestartet seid mit eurem Motorrad im besten Falle. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!